Herzlich willkommen zu diesem Edgar Hypro Tutorial. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie unsere Erzeugungsprofilvorlagen so anpassen können, dass sie auch zu Ihrem speziellen Edgar Hypro Projekt passen. In diesem Tutorial möchte ich mit Ihnen den Beispielfall betrachten, dass Sie gerne eine PV-Anlage mit 2 Megawatt in den Datenmanager einpflegen möchten. Wir befinden uns jetzt aktuell noch auf dem Dashboard von Edgar Hypro und gehen jetzt gemeinsam in den Datenmanager rein, und hier finden Sie die Erzeugungsprofile unter diesem Reiter und finden dort zum Beispiel ein Laufwasserkraftwerk in Norwegen schon als Vorlage von Edgar, sowohl die Windparks in Deutschland und auch ein Profil in Dänemark. Und dann haben wir auch noch PV-Anlagen, Vorlagen in Deutschland und Spanien für Sie bereits bereitgestellt. Sie sehen, dass die meisten Profile auf 5 Megawatt ausgelegt sind, wir aber auch zum Beispiel 10 Megawatt Profile haben. Sie haben jetzt zum Beispiel aber eine PV-Anlage, die nur 2 Megawatt haben soll. Wir gehen jetzt mal von einem guten Standort aus und schauen uns erstmal das Profil an, was bereits die Vorlage hergibt. Und wenn Sie jetzt in das Leistungsdiagramm reinschauen und dann feststellen, dass dieser Verlauf für Ihren konkreten Fall auch passen könnte, aber Sie weniger Leistung benötigen, dann könnten Sie zunächst das Ganze schließen. Wir haben jetzt hier die PV-Anlage in Deutschland 5 Megawatt und guten Standort gehabt. Dann gehen wir hier auf Kopieren, um eine Kopie zu erstellen oder dieses Profil zu kopieren. Und in unserem Beispiel möchten wir aber 2 Megawatt haben. Sie können das so nennen, wie Sie möchten. Ich nenne das jetzt noch Beispiel für das Tutorial. An sich brauchen Sie hier jetzt nicht mehr viel umstellen, also gerade die Zeitschritte stündlich und jahrpassend genau zu der Vorlage, die wir in Edgar eingespielt haben. Also hier sollten Sie am besten Falle nichts verändern. Wenn Sie konkreten Angebotspreis des Erzeugers vorliegen haben, können Sie den natürlich gerne verändern und hier zum Beispiel 50 Euro pro Megawattstunde eingeben. Genau. Dann gehen wir auf das Diagramm, was ja noch dem 5 Megawatt Profil entspricht. Und wir können dieses hier unter gespeichertes Profil als CSV-Datei herunterladen. Dann öffnen wir das und wir haben dann die CSV-Daten, die in Edgar hinterlegt sind, kopiert. Um das Ganze jetzt für unseren Beispielfall nach unten anzupassen, klicken Sie bitte hier in das C-Feld und geben Sie ein ist gleich das Feld B2 mal 2/5 in dem Fall, weil unser Ursprungsprofil ist ja bei 5 Megawatt und wir möchten aber jetzt ein 2 Megawatt Profil erzeugen. Dann bestätigen Sie das bitte mit Enter. Und um die Liste jetzt bis ganz nach unten zu vervollständigen, also bis zum Ende dieser vorgegebenen Datenreihe, klicken Sie bitte einfach auf dieses kleine Quadrat, Doppelklick drauf und dann erzeugt es automatisch in Excel diese Datenreihe. Also jetzt in dem Feld C11 wäre jetzt B11 mal 2/5 gerechnet worden. So, jetzt wählen wir das Ganze aus. Wenn wir hier auch auf dieses Fältchen doppelklicken, wählt es die ganzen Werte auch wieder bis unten hin aus. Also es endet genau da, wo unser letzter Wert drin steht. Und dann können wir einfach auf Kopieren hier gehen und fügen die Datenreihe dort ein, wo sie ursprünglich war. Weil nur die bereits aktivierten Felder aus der Vorlage können dann auch wieder in Edgar Hypro eingespielt werden. Wir gehen jetzt hier auf Einfügeoptionen Werte und haben genau die gleichen Werte, die ursprünglich in dieser Zeile drin standen, kopiert. Jetzt stehen hier natürlich nochmal 2/5 davon drin und die Werte brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, die Datenreihe muss ich komplett löschen. Dazu gehe ich hier oben auf diese Spalte C und drücke bei mir Entfernen auf der Tastatur. Dann sind die ganzen Werte hier gelöscht und nur noch die ursprünglichen Felder, also die Datenreihe A und B, bis zum Wert 8761 aktiviert. Also nur diese Felder bis hier unten hin sind quasi aktiv.
Und das entspricht auch der Vorlage, deswegen können wir jetzt einfach hier auf Speichern gehen. Wenn Sie jetzt hier oben einfach auf Speichern gehen, dann speichern Sie das Profil genauso als CSV-Datei, wie wir sie heruntergeladen haben. Falls Sie das Speichern über Datei machen, bitte achten Sie darauf, dass Sie das auch als CSV-Datei speichern, weil nur CSV-Dateien auch wieder hochgeladen werden können. Dann wechseln wir wieder fröhlich in Edgar HiPro. Da können wir entweder die Datei, die wir gerade erstellt haben, in Excel hierher ziehen, oder wir klicken einfach auf das Feld und wählen das runtergeladene und angepasste Profil herunter, gehen auf Öffnen und wir sehen, okay, die vorherigen Werte lagen ungefähr bei 4000 und jetzt haben wir hier ein Profil, wo die Leistung bei maximal 1600 Kilowatt angezeigt wird. Wir können da auch nochmal reinschauen. Also das ist jetzt unsere erzeugte Kopie und das war unsere Vorlage, die wir verwendet haben. Da sind die Werte hier mit einer Leistung von über 4000 Kilowatt angegeben und hier haben wir dann die angepassten Werte und das ist dementsprechend herunterskaliert. Sie können natürlich auch die Vorlagen nach oben anpassen, je nachdem, was Sie für Werte für Ihr Projekt benötigen. Das war es auch schon mit diesem kurzen Tutorial. Ich hoffe, dass es Ihnen weiterhelfen konnte.